Herzlich willkommen zu Prüfungen auf dem Prüfstand. In diesem und weiteren Videos stellen wir Ihnen die gängigen Prüfverfahren der Beschichtungstechnik vor. Heute befassen wir uns mit dem Thema Schichtigenmessung und stellen in diesem Video die Messverfahren mit dem magnetinduktiven und dem Wirbelstromverfahren vor. In diesem Video zeigen wir Ihnen, worauf Sie achten müssen und geben Ihnen nutzwertige Tipps für die optimale Anwendung. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Herrn David Hoffmann von der DFO. Hallo Schmidt. Und für das Verständnis der schichtigen Messung erläutern wir Ihnen das Funktionsprinzip und zeigen Ihnen die Unterschiede zwischen dem Wirbelstromverfahren einerseits und dem magnetinduktiven Verfahren andererseits auf. Bei der Prüfung wird durch eine Spule ein hochfrequentes Magnetfeld erzeugt, welches im Substrat Wirbelströme induziert. Abhängig von der Schichtdicke der Beschichtung bilden sich mehr oder weniger starke Wirbelströme aus. Diese werden detektiert und in die Schichtdicke umgerechnet. Das Wirbelstromverfahren wird für elektrisch nicht leitende Schichten auf nicht ferromagnetischen Metallsubstraten, wie zum Beispiel Aluminium, angewendet. Das magnetinduktive Verfahren arbeitet hingegen mit niedrigeren Frequenzen und misst dabei den Einfluss des Substrats auf das Magnetfeld. Dieser ist ebenfalls abhängig von der Schichtdicke und wird so in die Schichtdicke umgerechnet. Das magnetinduktive Verfahren wird für nichtmagnetische Schichten auf ferromagnetischen Substraten wie zum Beispiel Stahl eingesetzt. Wir zeigen Ihnen nun, worauf Sie bei der Durchführung einer schichtigen Messung achten müssen. Anhand von beschichteten Musterteilen in unterschiedlichen Geometrien veranschaulichen wir den Einfluss der Substratkrümmung, der Substratdicke und der Substratrauigkeit. Zunächst haben wir 3 Rohrstücke mit unterschiedlichen Durchmessern, um den Einfluss der Substratkrümmung auf das magnetische Feld der Messung zu demonstrieren. Drei Ergebnisse liegen nun vor. Warum erzielen wir unterschiedliche Ergebnisse, Herr Hoffmann? Durch die Krümmung des Substrates wird der Verlauf der magnetischen Feldlinien beeinflusst. Je stärker die Krümmung des Substrates, umso stärker der Einfluss auf die Feldlinien. Und dementsprechend verändert sich das Messergebnis. Jetzt möchten wir Ihnen den Einfluss der Substratdicke bzw. des Untergrunds demonstrieren. Hierzu wird zunächst die Schichtdicke auf diesem Blech gemessen. Die Schichtdicke verändert sich abhängig von der Dicke des Substrates. Dazu wird das beschichtete Blech auf einen Stapel unlackierter Bleche gelegt. Die Schichtdicke ändert sich, da sich der Einfluss des Untergrunds auf das Magnetfeld ändert. Als letztes zeigen wir Ihnen den Einfluss der Oberflächenstruktur des Substratmaterials. Alle 3 Bleche haben die gleiche Dicke und sind aus dem gleichen Material. Der einzige Unterschied liegt in ihrer Rauigkeit. Mit einer Kalibrierfolie wird auf allen Blechen die Schichtdicke gemessen. Wie kann ich diese Messfehler vermeiden? Vermeiden lassen sich solche Fehler durch regelmäßige Kalibrierung des Messgerätes auf dem unbeschichteten Substrat. Um grobe Abweichungen zu vermeiden, muss es nicht unbedingt exakt dasselbe Substrat sein, was in der Realität meistens nicht möglich ist. Es reicht im Grunde ein gleiches Bauteil aus dem gleichen Material mit der gleichen Rauigkeit, der gleichen Dicke und der gleichen Krümmung. Da eine Kalibrierung mit den meisten Messgeräten eigentlich einfach und schnell durchzuführen ist, spricht im Grunde genommen nichts dagegen, vor jeder Messung das Gerät neu zu kalibrieren. Als kleinen Praxistipp möchten wir gerne noch darauf hinweisen, dass die Beschichtung natürlich, bevor man sie misst, vollständig ausgehärtet sein sollte. Proben, die frisch aus dem Einbrennofen kommen, sind in der Regel nicht vollständig ausgehärtet. Generell lassen sich solche Falschmessungen beispielsweise durch den Abdruck der Messsonde in der Beschichtung feststellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf weitere Videos von Prüfungen auf dem Prüfstand. Diese finden Sie auf den angegebenen Internetseiten.